Allmählich nachlassende Motorleistung, schlechte Gasannahme, hoher Kraftstoffverbrauch, Motorruckeln und eine leuchtende Motorkontrollleuchte. Diese Fehler können durch einen defekten Luftmassenmesser, auch MAF-Sensor genannt, verursacht werden. Und damit hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um den Austausch eines MAF-Sensors. Bei dieser auf den ersten Blick so einfachen Arbeit gibt es einiges zu beachten. Los geht's nach dem Intro. Der MAF-Sensor, MAF steht für Mass Airflow Sensor, misst den Massenstrom der gefilterten Frischluft durch das Luftansaugsystem. Dieses Signal wird dann vom Motorsteuergerät zur Bildung eines optimalen Kraftstoff-Luft-Gemisches verwendet. Bei einem Defekt des MAF-Sensors können Fehlercodes von P0100 bis P0104 gesetzt werden, wobei diese meist unplausible Signale beschreiben. Aber Vorsicht! Es besteht auch die Möglichkeit, dass hier eine Fehlfunktion des Tankentlüftungs bzw. des AGR-Ventils vorliegt oder die Abgasrückführrate bei Dieselmotoren nicht in Ordnung ist. Ein Vergleich der Ist- und Sollwerte kann bei der Diagnose unterstützen. Und grundsätzlich lohnt es sich immer mal ein Blick auf die Anschlussstecker des MAF-Sensors. Hier kommt es nicht selten zu Kontaktproblemen oder defekten Anschlüssen. Ältere Luftmassenmesser hatten einen Hitzdraht als Sensorelement. Durch kurzzeitiges Aufheizen nach dem Abstellen des Motors wurde der Hitzdraht von Verunreinigungen freigebrannt. Die Messung in modernen MAF-Sensoren basiert auf einem Messprinzip unter Verwendung eines Mikrochips. Dabei sind Heizelement und Temperaturfühler als winzige Bauteile direkt in den Mikrochip integriert. Eine spezielle Auswerteelektronik berechnet unter Berücksichtigung dieser Messsignale den Luftmassenstrom und wandelt diesen in ein standardisiertes Signal für das Motorsteuergerät um. Je nach Sensorausführung können zusätzliche Temperatur-, Druck- und Feuchtesensoren in den Sensor integriert sein. Deren Signale werden ebenfalls im Ausgangssignal für das Motorsteuergerät bereitgestellt. Hier im Bild seht ihr die Luftströmung innerhalb des MAF-Sensors. Zum Schutz des Sensors vor Partikel und Wasser wird der Luftstrom durch einen speziell geformten Kanal geleitet. Übrigens, MAF-Sensoren gibt es als In-Tube- oder Plug-in-Version. Die In-Tube sind Bestandteil des Gehäuses, Plug-in-Sensoren können einzeln getauscht werden. Was gibt es jetzt beim Austausch zu beachten? Der MAF-Sensor ist in der Ansaugluftstrecke hinter dem Luftfilter angeordnet. Beim Austausch muss darauf geachtet werden, dass die Ansaugluftführung frei von Schmutz und Ölrückständen ist. Es empfiehlt sich, auch das Luftfiltergehäuse zu inspizieren und zu reinigen. Das Luftfilterelement sollte bei schlechtem Zustand mitgetauscht werden. Achtung bei Sportluftfiltern! Diese sind meist mit einem dünnen Ölfilm überzogen. Gelangen schon geringe Mengen dieses Öls auf die Sensorfläche, kann dies zur Fehlmessung des MAF-Sensors führen. Für einen langen und zuverlässigen Betrieb des MAF-Sensors empfiehlt es sich die Verwendung eines vom Fahrzeughersteller freigegebenen Luftfilters. Beachtet bitte die Einbaurichtung. Meist ist ein Airflow-Pfeil auf dem Gehäuse sichtbar. Achtet bitte darauf, dass die Dichtungen des MAF-Sensors in Ordnung sind. Grundsätzlich dürft ihr beim Einbau keine Fette, Öle, Seifen oder Sprays verwenden, da Partikel dieser Schmiermittel im Luftstrom mitgerissen werden können und den Sensor schädigen können. Falls Schutzkappen vorhanden sind, solltet ihr diese erst kurz vor dem Einbau entfernen. Ein heruntergefallener oder in einer beschädigten Verpackung gelieferter MAF darf nicht mehr eingebaut werden. Beim Plug-in-MAF bitte auf das korrekte Anzugsdrehmoment der Schrauben achten. Vermeidet bitte Reinigungssprays und das Ausblasen des MAF-Sensors mit Druckluft, da es dem Sensor schaden kann und das Problem nicht dauerhaft beseitigt. Häufig sieht man auch bei der Fahrzeugaufbereitung, dass bei laufendem Motor Sprays zur Konservierung oder zu sonstigen Zwecken eingesetzt werden. Partikel dieser Sprays lagern sich dadurch im MAF-Sensor ab und können dessen Funktion beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen. Wie immer gilt, geht bitte vorsichtig mit elektronischen Bauteilen um.
Denn hier können schon kleine Fehler in der Handhabung zu Funktionsstörungen führen. Das war's aus dem Rap-Expert Trainingscenter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.